Der Berg Ararat erinnert uns an Noah und die Sintflut. Ihm wurde dort versprochen, dass die Erde nie wieder durch Wassermassen vernichtet wird. So ermutigt uns der Blick zum Ararat an die Verheißungen, an die Versprechen Gottes, die uns gegeben wurden, im starken Glauben an ihnen festzuhalten. So werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat, denn standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Abraham wurde schwer geprüft, als er aufgefordert wurde, auf dem Berg Moria seinen Sohn Isaak zu opfern. Aber er murrte nicht gegen Gott, sondern holte sich Kraft aus der Erinnerung an die Beweise der Güte und Treue, die er in seinem Leben erfahren hatte. Er wurde deshalb nicht enttäuscht. So sollen auch wir niemals vergessen, wie wir bis zum heutigen Tag geführt wurden. Das gibt neue Kraft und Mut. Auf dem Berg Karmel stand Elia ganz allein auf Gottes Seite. Auf dem Berg Sinai offenbarte Gott kraftvoll unter Blitz und Donner die Grundlage seiner Regierung, die 10 Gebote. Sie sind ein Ausdruck seiner Liebe, aber auch seiner Majestät. Gott ist nicht unser Kumpel, er ist unser himmlischer Vater. Auch sein Sohn Jesus ist nicht unser Kumpel, er ist unser Meister. Ehrfurchtsvoll wollen wir ihnen begegnen. Innerlich in unserem Geist und äußerlich in unserer Erscheinung. Die Berge Garizim und Ebal klären uns über die Ursache und Wirkung unseres Denkens und Handelns auf. Entscheiden wir uns doch für den Segen, der auf Garizim über die Treue ausgesprochen wurde. Treffend beschreibt folgendes Zitat das, was auf dem Berg Pisgah geschah. Niemals wieder bis zum Opfertod Christi offenbarten sich Gottes Gerechtigkeit und Liebe so eindrucksvoll wie der Mose. Gott schloss ihn wohl von Kanaan aus, aber nur um zu verdeutlichen, was nie vergessen werden durfte, dass er unsere volle Kooperation braucht und wir uns davor in Acht nehmen sollten, dass wir nicht Ehre, die dem Schöpfer gebührt, für uns beanspruchen. Er konnte Moses Bitte, am Erbe Israels teilhaben zu dürfen, nicht erhören. Aber er vergaß und verließ seinen treuen Diener deshalb nicht. Der Gott des Himmels wusste um die Leiden, die Mose erduldete, und hatte in den langen Jahren des Kampfes
und der Anfechtung seinen treuen Dienst wohl beachtet. Vom Gipfel des Pisgah rief ihn Gott zu einem unendlich herrlicheren Erbe, als es das irdische Kanaan jemals war. Auf dem Berg der Seligpreisungen legte Jesus die Grundzüge seines Reiches dar. Glücklich sollen diejenigen sein, die sich nicht überheben, denen ihre Sünden leid tun, die sich Beleidigung und Geringschätzung nicht zu Herzen nehmen, die sich danach sehnen, richtig zu handeln, die sich um die Bedürfnisse ihrer Mitmenschen kümmern, die nichts Unreines im Herzen hegen, die Frieden mit allen suchen und um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Auf dem Berg Tabor machte Jesus vor, wie man sich mit den Wünschen und Bedürfnissen der anderen identifiziert und für sie im Gebet einsteht. Geht uns etwas von der wundersamen Liebe des Sohnes Gottes auf? Er verließ all den himmlischen Glanz, all die Würde und kam auf die dunkle Erde. Er wurde gedemütigt, verachtet, geschlagen und verwundet. Man nagelte ihn an das Kreuz von Golgatha, wo er an unserer Stelle einen qualvollen Tod erlitt, damit wir mit ihm in den Wohnungen leben dürfen, die er für uns bereitet. Wollen wir doch diese unfassbare Tat mit Vertrauen und Gehorsam beantworten. Denkt daran, einmal ist der letzte Tag. Einmal haben wir das letzte Mal geschlafen. Jesus kommt zum Ölberg hernieder, von wo aus er seine Zeit in den Himmel fuhr.